Der Das-Satz. Der wird auch Ergänzungssatz genannt und im heutigen Video erkläre ich dir, wann du den Das-Satz benutzen musst und welche Verben immer mit einem Das-Satz zusammen benutzt werden. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch, dem Kanal für deutsche Grammatik. Heute geht es um die sogenannten Das-Sätze. Das sind die Sätze, wo das Das zwei S hat, also Komma, das mit Doppel-S und Verb ans Ende. Diese Sätze werden auch Ergänzungssätze genannt. Warum werden sie Ergänzungssätze genannt? Ganz einfach. Eine Ergänzung ist ein grammatikalisch notwendiger Teil des Satzes. Bedeutet, der Hauptsatz macht ohne diesen Das-Satz keinen Sinn, denn er ist eine Ergänzung. Wie genau das funktioniert und welche Verben das sind, das zeige ich dir jetzt mit der Hilfe von meinem E-Book. So, welche Verben benutzen die Das-Ergänzung oder auch den Das-Satz? Das sind grundsätzlich bestimmte Verben oder Ausdrücke, die diese Sätze verwenden. Und das sind hauptsächlich 3 Gruppen. Die erste Gruppe, das sind alles Handlungen, die nur im Kopf geschehen und wir etwas wissen. Es ist also keine physische Handlung. Wie zum Beispiel: Ich weiß, dass du gestern bei Maria warst. Hier, wir wissen etwas und das Ganze findet immer nur im Kopf statt. Das ist keine physische Handlung. Ich bin mir sicher, dass du das besser kannst. Auch hier, es ist keine Handlung. Wir wissen oder vermuten nur etwas. Ich glaube, dass Marc in mich verliebt ist. Auch das ist keine physische Handlung. Es passiert im Kopf. Genau da benutzt du diese Das-Sätze. Das Ganze funktioniert genauso mit Denken, Meinen, Vermuten, der Meinung sein, Hoffen. Also alles, was nur im Kopf passiert. Außerdem, das ist so ähnlich, für alles, was Gedanken, Gefühle oder Meinungen sind, da benutzt du immer den Das-Satz. Ich finde, dass ihr mehr Deutsch lernen solltet. Ich finde es gut, dass du viel Sport machst. Es ist wichtig, dass du jeden Tag Deutsch lernst. Das sind alles Gedanken, Gefühle, Meinungen. Auch das spielt sich am Ende nur im Kopf ab. Dementsprechend hier auch der Das-Satz möglich. Und die dritte Gruppe, das ist die sogenannte indirekte Rede, also die Wiedergabe von gesagten Dingen. Was die indirekte Rede genau ist, das auch nochmal mehr dazu in einem extra Video zum Konjunktiv 1. Da findest du mehr dazu. Hier 2 Beispiele. Er sagt, dass er zu Hause sei und sie haben geantwortet, dass sie bei Oma gewesen wären. Das drückt jedes Mal aus, er hat zum Beispiel mir gesagt, dass er gestern zu Hause gewesen sei. Das bedeutet, ich erzähle dir von etwas, das mir jemand anders erzählt hat. Das ist die indirekte Rede. Und Das-Sätze drücken dann immer eine Handlung und einen Sachverhalt aus. Und ohne diese Handlung oder diesen Sachverhalt macht der Hauptsatz keinen Sinn oder es bleiben zumindest irgendwelche Fragen offen. Das zeigt sich hier sehr deutlich. Ich finde, ja was findest du? Es ist wichtig, genau, da fehlt was. Hier fehlt einfach was. Hier, der ist nicht vollständig. Genauso hier. Er sagt, was sagt er? Bleibt hier dann offen. Genauso bei den anderen. Ich weiß, ich bin mir sicher, ich glaube. Das ist nicht vollständig. Hier bleibt immer eine Frage offen. Da fehlt etwas. Außerdem es muss noch die Bedingung erfüllt sein, dass du dir relativ sicher bist bei dem, was du sagst. Wenn du dir nicht sicher bist, dann benutzt du nämlich ob. Ich habe keine Ahnung, ob ich die Prüfung schaffen werde. Im Vergleich zu ich denke nicht, dass ich die Prüfung schaffen werde. Hierbei ich habe keine Ahnung, das setzt schon voraus, dass man sich nicht sicher ist.
Jan überprüft, ob er noch genug Geld auf dem Konto hat. Im Vergleich zu Jan überprüft, dass er noch genug Geld auf dem Konto hat. Der Unterschied hier ist, bei das ist man sich relativ sicher, da bin ich mir relativ sicher, dass ich noch Geld habe. Bei ob, da habe ich keine Ahnung. Also das ist der Unterschied, ist hier nur die Wahrscheinlichkeit. Hier noch ein paar Beispiele. Er sagt, dass du gestern bei Oma warst. Er sagt mir nicht, ob du gestern bei Oma warst. Das ist sicher und hier, das ist unsicher, weil wir wissen nicht, ob du gestern bei Oma warst. Hier, das ist ganz sicher. Er sagt, dass du gestern bei Oma warst. Das ist ein Fakt. Ich weiß, dass du mich liebst. Hier, ich bin mir sehr sicher. Ich weiß nicht, ob du mich liebst. Das ist wieder unsicher. Wir wissen es nicht. Zur Wortstellung. Die Wortstellung entspricht der regulären Wortstellung in Nebensätzen. Also wenn der Hauptsatz davor steht, ganz einfach mit Hauptsatz vom Nebensatz mit Komma trennen und dann Verb geht ans Ende. Konjunktion, das oder ob, gefolgt vom Subjekt und Verb ans Ende. Und wenn es andersrum ist, dann hier ganz einfach Komma und dann das Verb. So, jetzt sollten dir die Das-Sätze klar sein. Du solltest wissen, wie sie funktionieren. Falls du trotzdem noch Fragen hast, schreib einfach einen Kommentar hier unter dieses Video. Und dann hoffe ich, dass wir uns morgen wiedersehen, denn morgen geht es weiter mit einem anderen Nebensatz, mit einer anderen Nebensatzform, nämlich dem sogenannten Kausalsatz.